Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu unserem Herzenstore öffnen Podcast mit euch, mir und dir, liebe Biene. Hallo, lieber Benny. Ja, es sammeln sich die Fragen an in den letzten Monaten zu unseren verschiedenen Videos, Podcasts. Und das machen wir heute wieder. Wir beantworten Fragen oder du beantwortest Fragen zu dem Bereich Arcturianer. Ja, Gut. also soweit ich es halt beantworten kann. Genau. Also das ist mir auch wichtig. Ich beantworte nur das, was ich wirklich weiß. So Mutmaßungen oder so oder vielleicht, das mache ich nicht. Und falls du es tust, erwähnst du es halt nochmal vorher, wie immer halt. Ja. Oder persönliche Empfindungen, die du dazu natürlich auch Ja. haben kannst. Ja. Ne? Gut. Okay, Biene, die erste Frage. Materialisieren sich die Arcturianer nur für eine gewisse Zeit als Mensch auf unserer Erde? Ja, natürlich. Die haben ja einen Heimatplaneten. Die wollen wieder nach Hause zurück. Aber das kann auch über Jahre zum Beispiel Ja, sein. natürlich. Ne? Mhm. Die haben kein Zeitempfinden. Das ist bei Arcturianer sehr schön, wenn man sich mit ihnen beschäftigt. Die haben, was die nicht wirklich in sich tragen, ist ein Zeitempfinden. Ja, kann ein großer Vorteil sein, ne? In manchen Situationen. Ja. Bist du auch mit den Plejadiern in Kontakt? Ja. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Hast du noch nie was drüber gesagt? Ja, weil es für unseren Planeten nicht so die große Rolle spielt, wie jetzt die Arcturianer. Es ist ein schöner Planet mit auch viel Weisheit und Wissen. Könnte auch sein, dass sich da mal jemand meldet, dass es mal Channeling oder einen Schritt gibt. Aber bisher, also bei mir ist es einfach so, dass ich so viel Überangebot habe. Also, dass ich schauen muss, dass ich sowieso alles irgendwie unter einem Hut bringe. Ja, es ist immer total viel. Und dann nicht noch nach irgendetwas Ausschau halte, was noch sein könnte. Also ich bin eher froh, wenn da nichts an mich herangetragen wird und deswegen war das jetzt noch nicht, aber ja. Mhm. Genau, also du wählst die Informationen, die extrem wichtig sind. Genau. Ist es wirklich, wirklich so, dass die alle Arcturianer lichtvoll positiv liebend sind? Und wenn ja, woran macht man das fest? Also es ist wirklich so. Es ist wirklich, wirklich, wirklich so. Und es ist eigentlich ganz einfach, dass diese Wesen von diesem Planeten sich nicht verstellen können und keine Maske, also Maske im Sinne von Lügen oder etwas darzustellen, was sie nicht sind, das können die gar nicht. Also wie gesagt, wenn du einen Arcturianer ansprichst, der als Mensch unterwegs ist und du würdest es erkennen und würdest fragen, bist du ein Arcturianer, der würde dir die Wahrheit sagen. Ja. Deswegen Ergibt sich die Frage, ja. die Antwort. Gut. Und was die Frau vielleicht meint, was ich mir vorstellen könnte, das ist bei solchen Wesen immer, das ist jetzt nicht nur bei den Arcturianer, das ist auch bei anderen Wesen, das ist auch bei Naturgeistern so. Alles, was nicht in unser menschliches Konzept passt, ist manchmal fremd für uns. Und was fremd ist, wird manchmal missverstanden. Also ein Arcturianer wird vielleicht auch missverstanden, aber er ist trotzdem liebevoll. Ja, gute Anmerkung. Ein Arcturianer in einem physischen Körper hat doch sicher menschliche Angehörige. Eltern und so weiter. Also musste er geboren werden. Bedeutet das, dass es auch Kinder ihrer Art gibt? Ich glaube, sie geht davon aus, dass du meinst, dass die Arcturianer, die da sind auf unserem Planeten, als Mensch inkarniert haben. Nein, haben sie nicht. Genau. Seit wann gibt es die Arcturianer hier auf diesem Planeten in Menschenform? Haben sie, und darfst du, Sabine, eine Jahreszahl verraten? Gibt es sie auch in Hybridformen? Also mit Menschen wahrscheinlich gepaart. Also das gibt's nicht. Und die Jahreszahl, wo tatsächlich die ersten Arcturianer sich für das, was jetzt im Moment hier für uns wichtig ist, war 1987. Frag jetzt ich noch hinterher, aber trotzdem waren die Arcturianer auch zu anderen Zeitepochen wie Atlantis absolut, zum Beispiel auch da. Ne? Aber jetzt für diese Zeit kann man sagen 1987, das Jahr, wo die Arcturianer ausgesendet wurden. Okay. Und die haben auch eine Zeit gebraucht, um zu lernen, sich überhaupt zu materialisieren. Das ist aber auch ein Prozess. Mhm. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das kann ein Arcturianer auch nicht. Ein Arcturianer kann nicht heute kommen und morgen
sich als Mensch zeigen. Okay, weil diese Verdichtung erstmal stattfinden muss, oder? Ja. Okay. Gehört ja auch viel dazu. Ja, klar, verständlich. Was mich brennend interessieren würde, helfen uns die Arcturianer, wenn das Magnetfeld zusammenbricht, und was steht uns dann bevor, beziehungsweise was können wir selber in diesem Moment tun? Können wir dann noch normal atmen oder bedarf es Unterstützung? Also, was meint diese Frau, oder? Wahrscheinlich, ja. Was meint die Frau mit Magnetfeld zusammenbrechen? Ich glaube, sie geht davon aus, dass Nordpol, Südpol, Polsprung, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, aber die Magnetfelder sind ja dazu da, um diese neue Welt zu erschaffen. Also die tragen ja unseren Planeten. Also so wie wir eine Schutzhülle tragen, so wie wir geschützt und aufgefangen werden von magnetischen Feldern im Universum, wird ja auch das Planetenbewusstsein und der Planet gehalten und aufgefangen. Das sind die Gitternetze, und die Gitternetze sind verbunden mit energetischen Linien, die alle im Planeten verankert sind. Und die Arcturianer sind ja dazu da, diese magnetischen Felder auszudehnen, die besser zu verankern, tiefer zu verankern. Und wenn dieser Übergang in diese neue Welt, was diese Frau wahrscheinlich meint, ist, dass sich dann schon, aber das wäre ein anderer eigener Podcast, sich schon vieles verändert. Also dass die Zirkulation vom Rhythmus des Atems anders wird, dass sich die Temperatur auf unserem Planeten verändern wird. Das passiert schon alles, aber dass ein Magnetfeld zusammenbricht, genau dafür sind ja die Arcturianer da, dass das nicht passiert. Genau, das war im Prinzip auch ihre Frage, ne? Und ich glaube, dass dieses Bild, ne, das, was wir mit der Sonne auch kennen, ne, dass es ja Momente gibt, wo das Erdmagnetfeld nicht so stark ist und durchlässiger wird. Ja. Ne, genau, das ist ja das, was er eigentlich wirklich meint. Gut, da waren überall deine Antworten mit dabei. Ja, ein sehr interessantes Gespräch. Mich würde interessieren, ob die Arcturianer auf der Erde in irgendeiner Form inkarnieren. Also wie wir geboren werden und ein normales Leben unter uns führen. Oder ob sie dann einfach hier sind in ihrer Gestalt, wenn sie sich dazu entscheiden, hier zu sein. Also ich glaube nicht nur, ich weiß es, da muss man grundsätzlich, wird ein Arcturianer bleiben, das, was er ist, in seiner Energie und auf seinen Heimatplaneten zurückkehren, zu seinen Heimatplaneten zurückkehren. Und bislang ist es auch nicht so, dass sich ein Arcturianer mit irgendetwas vermischt. Wenn aber unser Planet wieder in den göttlichen Linien eingefügt wird, könnte es möglicherweise anders sein. Es gibt schon Planeten in unserem Universum, wo es solche Vermischungen gibt, aber derzeit einfach noch nicht. Es könnte auch sein, dass wir mal unseren Planeten verlassen und uns den Arcturianern anschließen. Aber das... Und zu Ihrer anderen Frage, ob also Seelen, die auf dem Arcturus gelebt haben lange Zeit, irgendwann mal den Planeten sterbend verlassen und dann als Mensch inkarnieren? Das ist auch noch eine weitere Frage von ihr gewesen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das unmöglich ist, aber dazu gibt es nicht so viel Informationen. Also ich habe jetzt nicht so viel Informationen. Gut, dann nächste Frage, Biene. Liebe Sabine, darfst du auch näher darauf eingehen, welche Haltung und welche Augenfarbe, Form der Augen die Arcturianer haben? Also im Grunde genommen haben sie sehr mandelförmige Augen und auch sehr ausdrucksstarke Augen. An den Augen erkennt man sehr viel bei den Arcturianern. Die Augenfarbe ist unterschiedlich, aber der Ausdruck ist sehr klar in den Augen. Gut. Sabine, kann es sein, dass ich mit meinen Gedanken in Städte reisen kann und dort mich mit vielen Leuten unterhalten kann? Und vielmals sind das auch Städte, die es auf dieser Erde nicht gibt. Es ist immer sehr kurz, ich möchte zwar länger, aber ich kann es nicht so lange halten. Es ist immer ein sehr schönes Gefühl und es sind noch sehr viele andere Dinge, die so zu mir kommen, und ich würde mich über eine Antwort freuen. Ja, absolut. Also genau das, was sie beschreibt, das zeigt auch, dass
es sehr authentisch ist und sehr gut, was sie fühlt, weil es für also das ist ja eine Reise, die sie macht. Ja. Und gerade am Anfang, also es dauert lange, bis man das mal kann, dass man länger dort verweilt. Also das zeigt mir, dass das tatsächlich Reisen sind. Und natürlich, sie kann überall hinreisen. Also die Frage ist, ob sie auf Anarina reist, also auf die alte Venus, oder auf einen Planeten wie Arcturus oder aufs Ashtar-Schiff. Ist alles möglich. Ja. Also bei den Arcturianern ist man auch immer willkommen als Gast. Ist auch etwas sehr, sehr Schönes, was die Arcturianer auszeichnet. Also die haben gerne Besuch. Schön. Ja. Naja, ist nicht bei allen so. Es gibt auch andere, die auch liebenswert sind, aber einfach lieber für sich sind. Ja. Es gibt alle Arten von Leben im Universum. So wie auf der Erde auch, Ja. ne? Mhm. Die unterschiedlichen. Ja, ich würde zu gerne erfahren, wie Arcturianer sich ihre Gefährte um sich bauen. Ja, die haben halt im Gegensatz zu uns diese Kraft der Gedanken, der Manifestation. Sie wissen einfach, dass das stärkste Attribut und die stärkste Fähigkeit, die sie besitzen, ist die Kraft ihrer mentalen Ebene, mit der sie alles erzeugen können, was sie möchten. Und für die Arcturianer ist es kein Zustand, der erlernt werden muss, sondern der wird sozusagen weitergegeben. Also die haben überhaupt gar keinen Zweifel dran, dass das nicht funktioniert. Also wäre da auch nur ein Funken von einem Zweifel, könnte ihnen was Schlimmes zustoßen. Und das haben die nicht. Für die ist das so selbstverständlich wie für uns das Atmen. Ja. Ich würde gerne wissen wollen, wie ich als Mensch die Arcturianer unterstützen kann. Auch eine schöne Frage. Finde ich auch sehr liebenswert. Die Arcturianer sind sehr menschenfreundlich, überaus menschenfreundlich. Und sie freuen sich immer über alles, was ihnen an gute Gedanken, an Offenheit, an zukommt. Also darüber freuen sie sich sehr und sie wissen es auch. Also das ist auch eine Fähigkeit natürlich von den Arcturianern, dass sie genau wissen, was zu ihnen gebracht wird. Das spüren sie einfach und sie freuen sich sehr drüber. Also da kann man sie tatsächlich unterstützen. Mhm. Und über was sie sich auch immer freuen, ist über Kristalle. Also man könnte ja jetzt meinen, sie sind so mit ihren Fähigkeiten behaftet, dass das für sie gar nicht so wichtig ist, weil sie sind hierher geschickt worden, um das Erdenbewusstsein zu unterstützen, um unseren Planeten zu unterstützen, um uns Menschen zu unterstützen. Aber dennoch freuen sie sich über Kristalle. Ja, schön. Ja. Auf welchem Planeten leben die Arcturianer? Wie heißt ihr Planet? Der Planet heißt tatsächlich Arcturus. Und wem das vielleicht etwas suspekt erscheint, weil oftmals die Sonne so bezeichnet wird, sind es dennoch die Töne dieses Planeten. Gut. Vielleicht können Sie mir eine Frage beantworten. Zu mir braucht keiner Sie sagen. Es ist schon viele Jahre her, da war ich auf einem Raumschiff. Es war so schön und liebevoll dort. Einiges weiß ich noch und manches ist wie hinter einem Schleier. Ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber seit damals beschäftigt mich eine Kleinigkeit. Ich habe gebadet in einer Art Gel. Es war durchsichtig, aber nicht so flüssig wie Wasser. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wissen Sie, was das ist? Was es bewirkt? Es ist mit Sicherheit ein Elixier. Also ich finde es auch schön, dass dich das noch bis heute beschäftigt. Also ich wende mich jetzt direkt an die Frau mit du und nicht mit sie. Das zeigt auch eine gewisse Art der Offenheit im Herzen. Ich finde das richtig schön. Und wenn jemand oder du, ich sage jetzt mal, wenn du dorthin gereist bist, das, was du da wahrgenommen hast, war mit Sicherheit ein Lebenselixier. Da kann Heilung drin gewesen sein, Lebensfreude, Weisheit. Das wird oft so wahrgenommen.
wie das jetzt hier beschrieben wurde. Ja, wie ein schönes Bad, ne? Mhm. Ein Energiebad. Ja. Ich hätte eine Frage an die Arcturianer, die mir schon lange am Herzen liegt. Gab es Jesus oder war es Jeschua? Und Jesus wurde erst 500 nach Christi in die Bibel eingetragen. Also Jesus ist Jesus mit auch wieder vielen Namen. Also das muss man schon auch wissen. Ja, dass also Joshua, das ist jetzt etwas anderes. Also das möchte ich jetzt auch, weil das wirklich ein anderer Podcast wäre. Da müsste man näher drauf eingehen. Aber was mir jetzt da wichtig ist, ist, dass in vielen Religionen, in verschiedenen Sprachen Jesus einen anderen Namen trägt. Jeschua, ne, zum Beispiel, oder genau. Jesus halt wie. Ja. Und wir kennen Jesus halt als Jesus. Genau, ist wieder ein Wort. Genau, es ist ein Wort, es sind Töne, die aber so behaftet sind für uns, in unserer Kultur, dass diese Töne auch schon sehr viel ausmachen an Energie. Ja? Aber dennoch sind es Worte. Genau, ja, im Prinzip ja, aber könnte man auch zum Beispiel die große Seele Sananda. Genau. Ja, das ist das, also da müsste man ja auch mal, oder könnte man drüber sprechen, das Feld, die Christusenergie. Die hat es ja schon immer gegeben, obwohl noch gar kein Christus geboren wurde. Was war das eigentlich? Das war die große Seele Sananda. Also da sind so viel Verknüpfungen und Verwicklungen in diesem Universum, dass man da leicht mal den Überblick verlieren könnte, wenn man sich nicht so genau auskennt. Das ist mir schon klar. Und dass man dann oft auch was liest oder was hört, was sich anders anhört oder was ich ja auch oft lese. Ja, aber da wird gesagt, das wird so gesagt und das wird so gesagt. Das heißt ja nicht, dass das verkehrt ist oder dass das nicht richtig ist. Es ist vielleicht einfach nur anders ausgedrückt. Also ich glaube, man muss da auch irgendwie so seinen eigenen Herzensverstand mit einschalten und es geht ja letztendlich um deine Beziehung zu Jesus oder Jeschua, wie auch immer du ihn nennen magst. Oder Sananda, es ist egal, wie du ihn nennst. Das ist etwas, es ist Gottes Sohn letztendlich für uns, also die Bezeichnung. Und Christus wäre für uns jetzt ein Status und Sananda ist das Feld. Also so bezeichnen wir es halt. Wie es dann andere bezeichnen, ist wieder, kann ich jetzt nicht sagen, weil es ja nicht unser Weg ist oder unsere Bezeichnung oder meine Bezeichnung oder die Bezeichnung, die ich von der geistigen Welt habe. Ja. So ist es eigentlich am... Ja, danke, dass du für die Arcturianer das übernommen hast. Liebe Sabine, lieber Benny, warum greifen die meisten Menschen, die ein UFO oder ein anderes Flugobjekt immer sofort mit Waffen an, obwohl sie doch gar nichts Böses im Sinn haben? Über eure werte Antwort würde ich mich freuen. Also ich weiß natürlich auch von mehreren Angriffen auf, ich nenne es jetzt auch UFO, weil es so ein bekanntes Wort ist, wobei ich das eigentlich nicht ganz so gerne mag, weil es mit so viel in Verbindung gebracht wird, was so ein bisschen mit Spinnerei und so. Ich kenne solche Angriffe, aber letztendlich glaube ich, dass das viel mit Angst zu tun hat, Angst vor Unbekannten, Angst vor, die wissen natürlich, wie stark und wie kräftig oder wie sagt man da, oder gut ausgestattet oder wie auch immer diese Schiffe sind. Ja. Genau. Meine Frage wäre, ob die Arcturianer uns mitteilen könnten, wie man die eigene Energie in dieser krassen dualen Welt mühelos hochhalten kann. Ich glaube nicht, dass man die eigene Energie mühelos in dieser Zeit hochhalten kann. Das wäre schön, wenn das ginge, gell? Ganz mühelos. Ich glaube einfach, dass die Dualität und die kollektiven Energien so massiv derzeit sind, dass es für die allermeisten Menschen sehr schwierig ist, die eigene Energie tatsächlich so in den Raum zu stellen, dass es mühelos ist. Glaube ich jetzt ganz einfach nicht. Ja. Das Beste, was wir natürlich alle machen können, uns vom Kollektiv, so weit wie es geht, fernzuhalten. Ja, absolut, das, was wir immer sagen und so, aber dennoch ist es nicht mühelos. Nee, definitiv nicht. Okay, helfen die Arcturianer Menschen bei Problemen oder heilen sie? Wäre toll. Also ein Arcturianer könnte heilen.
Die Arcturianer haben schon ein großes Potenzial an Heilungsfähigkeiten, weil sie einfach andere Energieressourcen in sich tragen, die wir nicht kennen. Und auch ganz anders mit Heilung umgehen, wie wir Menschen. Das ist etwas ganz anderes bei einem Arcturianer, deshalb könnten sie das schon. Wie weit sie das tun, müsste man ausprobieren, indem man sie bittet. Arcturianer sind sehr offen für alles. Also beim Arcturianer braucht es nicht sehr viel, um Bekanntschaft zu machen oder gehört oder gesehen zu werden. Die freuen sich. Gut. Kann man ausprobieren. Probieren wir es alle mal aus. Ja, danke für den schönen Podcast, Biene. Gerne, Benni.